Ihr gebt mir einfach kurz einen Daumen hoch, wenn ich jetzt weiter weggehe, ob ihr mich gut seht und gut hört. Könnt ihr das irgendwie? Ja, perfekt. Gut. Wir starten gerne zuerst im Stehen. Am besten seid ihr barfuß. Und wir beginnen mal mit dir, deiner Herzverbindung und deinem Atem. Das ist alles, was du jetzt tun kannst, wenn du möchtest. Stell dich gut auf den Boden, ganz egal wie, beide Beine auf den Boden. Wenn deine Arme seitlich am Körper sind, probier mal gleich so ein bisschen spüren, okay, wo sind meine Hände, Handflächen, wo ist der Körper von mir? Nimm ein paar Atemzüge, ganz egal wie tief. Geht mal jetzt ganz einfach nur um dich. Und spür mal rein, wenn wir jetzt starten, wie du dich fühlst. Und egal welche Gefühle das da sind, nimm sie einfach mal zur Kenntnis und nimm sie wahr. Wir haben jetzt wieder eine halbe Stunde, wo es nur um dich geht. Und wenn deine Kinder herum sind, dann ist es umso schöner, weil wenn im Umfeld so ein bisschen Wirbel ist, dann ist es manchmal ganz interessant zu beobachten, dass Kinder genauso ruhig werden wie wir. Oder wenn sie nicht ruhig sind, sondern quirlig und von uns die ganze Zeit was wollen, dann erdet uns das im Hier und Jetzt. Und ich finde, das ist das große Geschenk an unseren, also von unseren Kindern an uns, dass wir immer wieder im Hier und Jetzt ankommen dürfen. Und sie das wirklich auch als Geschenk oder so wie Jana das letzte Mal auch geschrieben hat, macht es diese halbe Stunde jetzt so gut es für dich möglich ist und man kann das ja im Nachhinein immer wieder nachholen. Ich erzähle euch ja jetzt hier nichts Neues, sondern ihr seid alle Mamas, alle, die jetzt hier im Zoom-Raum sind zumindest. Und ihr habt dieses tiefe Wissen, alles, was ich euch jetzt erzähle, sowieso in euch. In der Tiefe eurer Zelle erinnere ich dich jetzt einfach ein bisschen daran. Und alles, was wir jetzt in dieser halben Stunde machen, kannst du alleine abrufen. Wir bewegen uns, wir tanzen ein bisschen, wir atmen. Alles Dinge, die dich in deinen Körper zurückbringen. Und wir starten jetzt nochmal einfach mit dieser Berührung von uns selbst. Und das ist so ein wertvolles Tool, ein schönes Werkzeug. Ganz egal wo, greif dich mal einfach an, egal in welcher Stärke. Und erst gestern habe ich das nochmal mit unserem Sohn besprochen. Ich finde, das ist ganz eine schöne Idee, auch unseren Kindern immer wieder zu erklären. Ganz oft fühlen wir und spüren die anderen. Wir fühlen jemand, der an uns denkt, jemand, der mit uns im Raum ist, Freunde, die mit uns spielen. Aber wir fühlen uns selber nicht. Und auch unsere Kinder dürfen von klein auf lernen, dass über Berührung, sanfte Berührung im Gesicht, könnt euch auch einfach nur so ein bisschen zum Hals greifen. Das geht auch gut in einem Gespräch oder in einer Runde mit mehreren Menschen. Sich kurz zu berühren und wahrzunehmen, aha, hier bin ich. Das ist das, was ich fühle und das, was die anderen fühlen. Oft übernehmen wir Aufregung, Müdigkeit, Schmerz von anderen. Das ist ein Geschenk, wenn wir das können. Aber wir können wahrnehmen, das bin ich und das ist der andere. Das gehört eigentlich zum anderen. Und das hat auch etwas mit weiblicher, mit dieser Kraft zu empfangen und zu geben zu tun, aber auch vom Universum zu empfangen, wer bin eigentlich ich. Und stell dich gern mal auch, so wie ich jetzt hier, ich stehe relativ breitbeinig und fest am Boden, habe die Arme in der Luft. Und jetzt versuch das mal zu spüren. Vielleicht magst du das Sinnbild von einem Baum nehmen, wie deine Wurzeln tief in die Erde hinein
verwurzelt sind mit der Erde. Deine Wurzeln wachsen hinunter, aber vor allem die Erde verbindet sich mit dir. Durch deine Körpersäule, durch deinen Stamm hindurch geht die Energie nach oben und fließt hinaus. Und du kannst jetzt verschiedene Sinnbilder nehmen. Entweder, das kommt jetzt mir ganz stark in den Sinn, wir bilden dieses Torusfeld von durch uns, von unten nach oben, von oben nach unten, von rechts nach links, strahlt dieses Licht, verbindet jetzt dich und mich, verbindet dich mit dem Universum, verbindet dich mit Mutter Erde, verbindet dich mit dir selbst, aber vor allem uns alle rund um den Erdball. Und hier ist dieses Weibliche, dieses Fülle-Denken, dieses Danke sagen ans Universum. Wir können die Arme runternehmen, ein bisschen ausschütteln und fühlt einmal nach. Danke, Mutter Erde, danke Universum, dass ich da bin. Danke, dass all meine Liebsten geschützt sind. Danke, dass ich da sein darf. Dieses Danke ins Universum zu schicken, das hat Fülle. Spür mal hinein, wenn du sagst, bitte Universum, schütze meine Familie, bitte Universum, schütze mich. Das ist Mangel. Danke ist Fülle. Und jetzt in aller Dankbarkeit für jede Zelle in deinem Körper, die dich an genau den heutigen Punkt gebracht hat, die dich jeden Tag durchs Leben trägt, die deine Seele hier inkarnieren hat lassen. Dein Körper ist nur deine Hülle. Dein Körper hat dein Kind erschaffen. Und diesen Körper wollen wir jetzt ein bisschen in Bewegung bringen. Und wir starten mit einem Schütteln. Du kannst hüpfen oder ein paar Tanzbewegungen machen. Ich starte jetzt einfach nur mit diesem Hin- und Herschütteln. Und stell dir das mal vor, wie wenn du einen See hast. Und in diesen See kommen jetzt ein paar Kinder und spielen und verändern die Frequenz von dem Wasser. Spring ruhig auch so ein ganz bisschen. Ist auch gleich eine Beckenbodenaktivierung. Kipp das Becken, spann den Beckenboden an. Sei diese Säule nach oben, wie wenn ich an einem goldenen Band dich nach oben ziehen würde. Das bringt dein Lymphsystem in Fluss. Das ändert deine Blutschwingung. Alles an Flüssigkeiten in deinem Körper wird jetzt bewegt und verändert die Frequenz und verändert deine Schwingung. Und wir starten. Wir bleiben ganz einfach bei diesem Yoga Morgengruß, aber wir starten mit diesem nach runterhängen. Ich liebe diese Übung. Achte darauf, dass es angenehmes Dehnen ist, kein Schmerz. Und geh nicht davon aus, wie weit ich jetzt nach vorn komme, sondern geh von deinem heutigen Selbst aus. Egal wie weit du kommst, du kannst so ein bisschen wippen, du kannst rechts und links. Spür mal einfach deinen Körper und so liebevoll und sanft mit einem Verliebtheitsgefühl für dich selbst. Wow, danke, lieber Körper. Danke, dass du mich all die Jahre durchs Leben trägst. Du kannst auch zum Beispiel deine Ellbogen rechts und links mit deinen Händen nehmen und dich einfach wirklich aushängen. Den Kopf nach unten. Und spür mal wirklich diese Dankbarkeit für deinen Körper. Wenn wir an Körper, Geist und Seele denken. Dein Körper ist die Hülle. Der Geist ist, was er schafft. Und die Seele ist die, die sein mag. Einfach nur da sein. Einfach genug sein. Einfach geliebt sein. Es startet in dir. Gib deine Arme auf die Schienbeine und mach diese Tischposition vom Yoga. Streck dich, mach dich lang. Nochmal die Hände nach vorne unten. Und wenn du bereit dazu bist, steigst du nach hinten in die Plank-Position und haltest mal hier, solange es für dich gut angenehm ist. Eine geniale Übung für deinen Beckenboden, für deine ganze ventrale Kette, also die ganzen vorderen Muskeln. Bauchmuskel spannen. Trotzdem weiteratmen ist die Kunst.
Und dann leg die Knie ab und geh nach vorne, unten, Brust zu Boden, soweit du magst. Komm nach oben, streck dich, so wie es für dich angenehm ist. Hier gibt es kein richtig und kein falsch. Alles, was dir gut tut, ist korrekt. Den Po zu den Fersen nach hinten. Das ist eine meiner absoluten Lieblingspositionen. Und hier ist auch eine ganz gute Position, gerade für Frauen nach Geburten. Hier kommt das Kreuzbein in eine gute Position. Hier kann das Kreuzbein und der untere Rücken lang werden und entspannen. Du kannst die Arme nach vorne strecken, das mag ich sehr gern, weil es hier nochmal Dehnung in die obere Brustwirbelsäule und in die Oberarme gibt. Du kannst aber genauso gut deine Arme nach hinten ablegen. Und fühl dich hier in dir sicher und geborgen. Und spür mal hinein, ob du dankbar für dich selbst sein kannst. Ob du dich mit jeder Facette deines Seins lieben kannst. Bedingungslose Liebe, bedingungsloses Mitgefühl. Das entsteht in dir. Es entsteht in deinen Kindern selbst. Sprich auch mit ihnen darüber. Beim Einschlafen ist ein guter Moment. Frag mal deine Kinder, was liebst du an dir? Und jetzt frage ich dich. Es ist eine Übung, die du dann danach ein bisschen mitnehmen kannst in deinen Alltag. Was liebst du an dir? In was bist du wirklich verliebt? Und atme einmal auch einfach aus. Komm mal einfach an. Du brauchst jetzt nirgends hin. Du brauchst nichts zu sein. Du brauchst auch nichts Spezielles zu tun hier mit mir. Es geht einfach nur darum, für dich selbst da zu sein. Das Leben für dich zu leben. Als allererstes für dich. Natürlich leben wir für unsere Kinder und unsere Familie und für unsere Mitmenschen, denn alleine ist Leben nicht möglich. Leben ist Gemeinschaft. Aber jetzt gibt es ein paar Minuten, wo es nur um dich geht. Spür mal nach, wie sich das anfühlt, deine beste Freundin zu sein. Und jetzt gib deine Arme wieder nach vorne. Stell die Zehen auf und wir gehen in den herunterschauenden Hund. Stell mal an meinen Tisch oder an meinen Platz. Und auch hier genießt diese Übung. Streck den Rücken lang. Der Rücken ist das, was hier zählt. Du kannst die Knie ruhig gebeugt haben. Die Fersen müssen nicht den Boden berühren. Und probier mal rechts und links so ein bisschen mit den Beinen wie zu steigen. Probier mal ein Bein ein bisschen zu dehnen in die Wade hinein und das andere Bein. Fokus ist der gerade Rücken. Die Beine dürfen einfach aufwachen. Und dann, egal welches Bein, steig zwischen deine Handflächen nach vor. Ganz da ruhig. Wir können so ein bisschen hier in der Beugeposition bleiben. Ganz eine super Übung für den Hüftbeuger. Sehr wichtig vor der Geburt, vor natürlichen Geburten. Es ist ganz wichtig, den Hüftbeuger aufzudehnen. Aber es ist eine ganz wichtige Übung, um in deine Weiblichkeit zu kommen, Hüftbeuger zu dehnen. Später nehmen wir das andere Bein. Dann steigst du mit dem zweiten Bein nach vor und wieder sind wir in der Position, wo wir einfach nur genussvoll nach unten hängen. Und spür mal nach. Dein Körper ist jetzt in einer anderen Verfassung als davor. Die Muskeln werden warm, Faszien werden gedehnt, aber vor allem wird dein Herz weich. Dein Herz wird weit und groß.
Und verbinde dich wieder mit dem Gefühl der Dankbarkeit. Danke an mich selbst. Danke, dass ich da bin. Danke für mein Sein. Und dann komm langsam nach oben, nimm die Arme, Handflächen nach oben, über deinem Kopf zusammen. Verbinde dich hier wieder mit diesem Torusfeld, mit dem Universum nach oben. Die Beine gehen in die Erde, verwurzelt, stark, offen, empfangend. Und wir starten nochmal von vorne. Kopf und Arme nach unten, bleib vielleicht wieder in dieser Position mit den umarmenden Ellbogen. Häng nach unten und genieß das. Hier geht es nicht um Sport, hier geht es nicht um Leistung, hier geht es nicht um Dienen. Hier geht es um dich. Sanftes Sein, geerdet und bei dir. Weiblichkeit, nicht nur im Frausein, sondern auch für Männer. Weiblichkeit ist Weichsein, sanft dem Gegenüber zuhören und einfach nur zu empfangen. Wir müssen nicht sofort zurücksenden. Denk auch dran, was ich dir gesagt habe mit dem Berühren. Wenn du jetzt deine Ellbogen noch berührst, du berührst dich, du spürst dich, du empfängst dein Umfeld und dann darfst du das auf dich wirken lassen. Du musst nicht sofort reagieren, du musst nicht sofort alles wissen. Du musst nur sein, magnetisch sein. Dann leg deine Handflächen wieder auf die Schienbeine oder Knie, mach den Rücken lang, genieß diese Übung. Mach auch den Nacken lang, Schultern nach unten. Arme nach unten und jetzt steig mit dem anderen Bein nach hinten. Dann können wir gleich hier wieder den Hüftbeuger dehnen. Also bei mir ist das jetzt das linke Bein hinten. Und genieß auch hier wieder die Dehnung. Stütz dich auf deine beiden Handflächen. Dehn den Hüftbeuger. Sanft, ohne Schmerzen zu verursachen. Soweit du heute gut kommst. Und dann steig nach hinten. In die Plank-Position. Denk wieder dran. Hier darfst du Po, Beckenboden spannen, Bauchmuskel spannen. Gleichmäßig weiteratmen. Dann lege die Knie zu Boden ab. Komm mit der Brust nach. Dehn dich so weit auf, soweit es dir angenehm ist. Und komm wieder zurück in den herunterschauenden. Na, jetzt sind wir mit dem Po auf die Fersen. Herunterschauenden Hund machen wir gleich. Und wieder sind wir hier in der Position, wo du einfach nur genießen kannst. Mach mal deine Knie ganz weit und spiel dich ein bisschen mit der Position hier. Du kannst dein Becken höher nehmen und mehr Dehnung in verschiedenen Teilen der Wirbelsäule haben. Und mach das, was dir jetzt wohl tut. Du kannst weiter nach hinten gehen, du kannst die Beine noch weiter auseinander tun, du kannst sie weiter zusammentun. Du könntest hier einen Polster zwischen deine Ferse und den Po geben, dann ist das Becken weiter oben. Was hat das für einen Sinn? Dann kann dein Lymphfluss durchs Zwerchfell, durchs Diaphragma gut zum Herz fließen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das kann man therapeutisch sehr gut nutzen, in verschiedensten Positionen. Hier geht es ums Wohlfühlen, ums bei dir ankommen. Und fühl nochmal rein in dein Herz. Ich bin sicher und geborgen. Möge ich glücklich sein. Möge ich gesund sein. Möge ich mit meiner reinen Herzensabsicht andere Herzen berühren. Und dann komm langsam wieder nach, ich weiß nicht, in Vierfüßler. Richte dich so ein, dass du wieder in den herunterschauenden Hund kommst, egal wie das jetzt passiert. Der die Zehen so hin, dass du in den herunterschauenden Hund kommst.
Dehn den Rücken. Denk dran, der Fokus ist der gerade Rücken, die Knie. Ist egal, ob die gebeugt sind oder gestreckt oder die Fersen am Boden oder nicht. Der Fokus bei der Übung ist der lange Rücken. Und dann steig wieder mit einem Bein nach vor und steig nach und bleib nochmal in dieser hängenden Position. Genieß das und fühl nochmal nach. Und dann komm langsam nach oben. Denk dran, jetzt Handflächen wieder nach oben strecken und wir dehnen wieder die Arme in den Himmel. Die Beine verwurzelt. Denk an dieses Sinnbild des Baums. Spür, wie aus dir heraus, aus deinem Körper überall hin, dein Leuchten, dein Strahlen darfst du senden. Schüttel die Arme nach unten und dann hätte ich gerne, dass du deine Hände einmal vor deinem Herz zusammennimmst und hier reinspürst. Jetzt sollte alles in deinem Körper entspannt sein, also steh ganz angenehm, so wie es dir wohl ist und spür mal hinein. Vielleicht kannst du dein Herz spüren. Ich stelle mir ganz gerne, das erste Sinnbild ist immer ein wirkliches Herz, wie ich ein Herz zeichnen würde. Und dann werde ich ganz klein und gehe in dieses Herz hinein. Und aus diesem Herz vor mir quasi baut sich eine goldene, wunderschöne Holztüre auf. Eine arabische mit Holz und Gold und wunderschön. Und das geht auf und öffnet sich vor mir. Und ich schreite hinein in meinen Tempel, in deinen Tempel, in deinen Herzraum, in deine Seele, in was auch immer sich für dich hier richtig anfühlt. Und hier brauchst du niemand anderer zu sein, niemand anderer zu werden. Du bist. Hier bist du zu Hause. Hier ist deine Seele. Und spür mal hinein. Fühlst du dich leuchten wie eine Kerze, die angezündet ist? Und eine Kerze, die Licht gibt. Eine Kerze, die kann Tausende von anderen Kerzen anzünden. Das Licht ist immer da. Deine Kerze leuchtet immer zu 100%. Und spür mal rein, spür mal nach. Fühlt sich das magnetisch an? Spür das Licht rund um dich herum, oben, unten, rechts, links, Torusfeld, was auch immer. Spür dich strahlen. Du sitzt wie eine Königin mit Krone. Denn du bist Königin. Und gemeinsam sitzen alle Seelen auf dieser Welt, dieser Erde und leuchten mit ihrer Krone. Und manchen anderen darfst du, wenn sie dich einladen dazu, sanft auf die Schulter, ganz sanft hineinspüren in die Schulter von jemand anderem, die Hand so ganz vorsichtig drauflegen und vielleicht wollen sie auch erwachen. Vielleicht sind sie bereit, auch in ihrem vollen Licht zu strahlen. Und wenn nicht, ist es in Ordnung. Denn du bist schon strahlend. Namaste. Vielen Dank, ihr Lieben. Stoppt mal die Aufzeichnung. Na, zusammenbringen. Oder wir haben gar nicht aufgezeichnet, aber ich glaube schon. Ups. Recording.